Hallo und herzlich willkommen. Wir verlassen jetzt Andernest, nachdem wir zum dritten Mal eine schwere Enttäuschung hier hatten. Zum dritten Mal standen wir hier und wollten die Wahlsafari machen. Und wieder ist es abgesagt aufgrund vom Wetter. Jetzt fahren wir erstmal Richtung den Strand von Blyk und lassen uns mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Der Strand von Blyk und die nahegelegene Puffin-Insel Blyksøya gehören zu den beeindruckendsten Naturattraktionen auf den Vesterålen-Inseln in Norwegen. Der Blykstrand, Blykstranda, ist bekannt für seinen weißen, feinen Sand und seine malerische Umgebung. Blyksøya ist eine kleine, steil auftragende Insel, die vor der Küste von Blyk liegt. Die Insel ist bekannt als eines der wichtigsten Brutgebiete für Papageientaucher in Norwegen. Der Strand erstreckt sich über mehrere Kilometer und ist von imposanten Bergen und grünen Wiesen umgeben. Hier treffen die kühlen Wellen des Nordatlantiks auf eine unberührte, friedliche Küstenlandschaft. Im Winter bietet die Region um Blyk und Blyksøya auch eine hervorragende Gelegenheit, die Nordlichter zu sehen. Die klare, dunkle Atmosphäre und die geringe Lichtverschmutzung macht dies zu einem magischen Erlebnis. Der Leuchtturm am Blykstrand, bekannt als Blykfjær, ist ein kleines, aber charakteristisches Wahrzeichen der Region um den Blykstrand in Norwegen. Auch wenn dieser Leuchtturm nicht zu den größten oder bekanntesten Norwegens gehört, ist er ein charmantes Symbol für die maritime Geschichte und die raue Schönheit der Küste. Nachdem wir unsere Enttäuschung verarbeitet haben, machen wir uns dann auch wieder auf den Weg.
Wir machen einen kurzen Stopp am Bukerkia Rastplatz. Das Besondere ist hier tatsächlich die Toilette, die ein außergewöhnliches Erlebnis bietet. Während du dein Geschäft erledigst, kannst du durch ein großes Fenster direkt auf das Meer und die spektakuläre Fjordlandschaft blicken. Dieses Design ist typisch für Norwegens Ansatz, Natur und Architektur zu verbinden und selbst alltägliche Momente zu einem Erlebnis zu machen. Was ist das dann hier? Eine riesige Schweinerei hier am Strand. Das haben wir noch nie gesehen, so hier in Norwegen. Wir machen uns jetzt auf den Weg in Richtung Stokmarknes, eine kleine Stadt in der Region Vesterålen im Norden Norwegens. Hier wollen wir uns morgen das Hurtigruten-Museum anschauen. Auf dem Weg zum Stellplatz erleben wir trotzdem noch ein besonderes Erlebnis heute. Das ist auch noch bei. Das geht zum Säugen. Das sehe ich leider nicht, wie es trinkt, weil es hinter ihm in der Wiese sitzt. Schon zu filmen auch. Kleine Trinkwiller. Ich fliege da auch nicht hin mit den Drohnen. Ja, sie hat sich gerade geschüttelt, da ist da richtig das Wasser rausgeflogen. Er erschreckt sich schon wieder und der ist sehr, sehr schreckhaft. Die Nacht haben wir auf diesem wunderschönen Stellplatz verbracht. Es war eigentlich sehr ruhig. Die Nordlichter haben wir leider nicht gesehen, weil gar keine Aktivität war. Naja. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir stehen jetzt auf die Insel Hatzeloja und hatte gestern Abend endlich unseres Glück mit einer junges Elchfamilie. Eine Bulle, eine Kuh und ein Kalb. Leider nur bei schlechtes Wetter, dus die Bilder sind nicht optimal, aber wir hatten welche. Was sagst du dazu? Ich finde, wir haben sehr schöne Aufnahmen gemacht. Ja. Wir hatten gestern unterwegs noch eine. Wir meinten erst, das war eine Attrappe, aber gerade bei die Bilder anschauen, haben wir gesehen, das war doch eine richtige. Aber warum sollte man hier auch eine Attrappe hinstellen? Das ist doch völlig blöd. Na, jetzt gehen wir gleich zu dem Hurtig-Museum. Oder wieder Ja, dann? Hurtigruten-Museum. Ja. Schauen uns da nochmal rum und dann würden wir weiter auf die Lofoten fahren. Und von dort aus haben wir bis jetzt noch keinen Plan. Aber ihr werdet es demnächst in unseren Videos sehen. Bleibt dran, Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen und schön weiterschauen. Bis später. Bis später. Ciao. Ciao. Das Hurtigruten-Museum in Stokmarknes ist eine faszinierende Reise durch die Geschichte der berühmten Hurtigruten-Schifffahrtslinie, die seit 1893 die norwegische Küste verbindet. Ja, Wir haben hier ungefähr 15 Euro für die normale Führung bezahlt und dann nochmal 8,50 Euro für das Motorraum. MS Finnmarken. Es war in Hamburg gebaut, bei Blumenfoss, in 1946. Und es war Betrieb bis 1993. In 1999, es wurde am Land gezogen hier und viel später das Museum was rumgebaut, also um das Boot. So, der beste Weg, wie empfehlen, ist hier beginnen, geradeaus die Treppe und dann kann man um das Boot gehen.
Das Highlight des Museums ist das historische Schiff MS Finnmarken, das komplett erhalten ist und als Teil der Ausstellung dient. Besucher können durch das Schiff spazieren und sehen, wie die Passagiere und Crew in den 1950er Jahren reisten und arbeiteten. Vom Speisesaal bis zu den Kabinen gibt es viel zu entdecken. Es gibt Modelle von Schiffen, historische Fotografie, Artefakte und Berichte von Passagieren und Besatzungen. Guck mal her. Ja, hat sich jemand gemütlich gemacht. Ja. Guck mal, selbst oben mit Hagelslag von Albert Heijn gab es damals schon. Ja, das ist tricky. Aufenthaltsraum. Guck mal den Fernseher an. Da müssen wir noch nicht. Im Hurtigruten-Museum ist der Motorraum der MS Finnmarken zugänglich, sodass Besucher die gewaltigen Maschinen und die Technik hautnah erleben können. Hier kann man sich ein Bild von der Komplexität des Antriebssystems machen, das einst den reibungslosen Betrieb des Schiffes gewährleistete. Es ist ein faszinierender Einblick in die Mechanik, die die Verbindung zwischen Norwegens Küstenregion ermöglicht hat.
Der Motor wurde im Zuge der Konservierung des Schiffes sorgfältig erhalten und dient heute als eindrucksvolles Exponat, das die maritime Geschichte und Technologie der 1950er Jahre veranschaulicht. Nach einem sehr interessanten Tag im Hurtig-Rudder-Museum machen wir uns dann wieder auf den Weg. Anders als vorher angesagt, geht es nicht auf die Lofoten, aber wir verlassen Norwegen aufgrund vom Wetter und machen uns erstmal auf den Weg nach Abisko. Mal sehen, ob das wir hier heute Abend noch belohnt worden mit Polarlichter. Im nächsten Video bekommen wir Besuch von 2 sehr netten YouTubern, schauen uns die Gegend an, werden von Schnee und Eis überrascht und fahren weiter Richtung Jokkmokk, wo wir Rentieren hautnah kommen. Um die nächsten Folgen nicht zu verpassen, lasst doch gerne ein Abo da und drückt die Glocke. Auch über ein Däumchen hoch und einen netten Kommentar würden wir uns sehr freuen. Und auch einen lieben Dank an alle unsere treuen Abonnenten.